Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Cormike. Endlich ist es soweit. Das Betonfundament für meine neue Gartenküche kann ich nun endlich gießen. In einigen Tagen kommt die Betonpumpe und zuvor ist noch einiges zu tun. Neben einer Einschalung und der Bewehrung müssen noch einige Kleinigkeiten vorbereitet werden. Hierbei nehme ich euch mit. Bleibt dran, gleich geht's los. Hier, auf dieser 8 x 4 Meter großen Fläche wird die neue Terrasse mit der Gartenküche entstehen, direkt neben dem Pool. Dieser Bereich wird mit einer Bodenplatte stabilisiert. Die Bodenplatte wird ungefähr 20 bis 30 cm hoch werden. In den kommenden Tagen wird das Ganze über eine Firma stattfinden, denn ich selber habe nicht das Material und die Werkzeuge, die entsprechenden Vorarbeiten zu leisten. An den Seiten entlang wird eine Borde gezogen, dann wird die Bewehrung eingebracht und letztendlich kommt dann in einigen Tagen die große Betonpumpe, der große Mischer und packt das Ganze hier voll mit Beton. Sobald das passiert ist, kann ich endlich mit dem Bau der Gartenküche beginnen, aber auch die Gartenlaube in dem Nachbarbereich. Nebenbei wird auch der Rest der Schalsteine im Pool dahinter dann verfüllt. Östlich von der neuen Terrasse entsteht ein Gartenhaus. Hier soll eine Vogelvoliere und ein Tierheim geschaffen werden. Diesen Bereich habe ich bereits eingeschalt, mit ungefähr 20-25 cm hohen Schalungsbrettern an den Seiten. Die Fläche ist 4 x 4 Meter groß und wird ebenfalls ausgegossen. Knappe 5 Stunden hat die Vorarbeit gedauert. Die Grundflächen wurden zunächst mit einer Folie ausgelegt, damit der Beton nach unten nicht zu schnell die Feuchtigkeit verliert. Anschließend gab es einen Abstandshalter, eine erste Bewehrungsmatte, der Querriegel, der die zweite Matte auf Abstand hält und die zweite Matte, die hier drauf liegt. Ihr seht an den Kanten, da ist noch ein wenig Platz, zumindest nach hinten hin. Die Vorbereitung des Fundamentes hier an der Gartenküche war etwas aufwendiger. Um den Beton einzufangen, wurde zunächst eine Schalung hergestellt. Hierfür wurden keine Bretter eingesetzt, sondern Borden. Die Borden wurden in einer Linie entlang gezogen, hier drüben nach Süden weg und kommen dann zurück auf meinen Gehweg. Der Höhenunterschied beträgt ca. 4 bis 5 cm, denn ich möchte ja die Fundament, diesen Abschluss, dort soll ja noch eine Terrassendiele oder eine Terrassenplatte oder ähnliches draufkommen. Auch hier der gleiche Aufbau. Eine Folie, um das Ganze nach unten abzudichten, der Abstandshalter für das erste Gitter, die Querriegel, um das Ganze zu erhöhen und noch eine zweite Matte. Wenn in einigen Tagen die Betonpumpe kommt, wird der Beton einfach mit der Pumpe hineingegossen, relativ flüssig, weil die Anfahrtswege hier doch sehr weit sind. Und dann wird zum Schluss eine weitere Matte eingelassen, die ich im Moment noch auf Lager halte. Die Zugänge, wie jetzt hier mein Rohr für das Abwasser bzw. den Kabelkanal, meine Kabelleerrohre, die ja hier unter dem Gehweg hindurch zum Haus gehen, als auch hier drüben meine beiden Leerrohre inklusive dem Wasserrohr wurden sorgfältig ausgeschnitten. Der Beton kann nun einfach eingegossen werden. Alles in allem rechne ich hier mit einer Gesamtmasse von gut 10 bis 13 Kubikmeter. Der restliche Beton, der vom Setzen der Kanten übergeblieben ist, wurde bereits in die Treppe des Pools eingefüllt. Wie ihr hier sehen könnt, sind die zweite und die dritte Stufe komplett aufgefüllt worden. Auch der obere Bereich ist mittlerweile recht gut aufgefüllt.
Das spart mir dann die Mengen, wenn die Pumpe kommt. Und vor allem entgehe ich dem Risiko, dass beim Auffüllen des oberen Bereiches der Beton nach unten durchdrückt und durch die Treppe wieder nach oben hinaussteigt. Denn der gesamte Bereich ist in sich offen, der Beton kann überall hinfließen innerhalb des Podestes und der Treppe. Das Ganze kann nun trocknen. Heute ist Montag, am Donnerstag wird die Betonpumpe erwartet, gleich früh. Ich freue mich riesig drauf, dass es hier endlich weitergeht. Und sobald die Pumpe kommt, stelle ich die Kamera wieder ein und nehme euch mit. Die beiden großen Fundamente wurden fertiggestellt. Die Betonpumpe hat gute 13 Kubikmeter an relativ flüssigem Beton eingepumpt. Im Moment liegt auf dem Beton noch eine dünne Folie, um das Ganze vor dem Austrocknen zu schützen, damit das schön langsam austrocknen kann. Auch die Mauer auf der Südseite des Pools wurde komplett aufgefüllt. Ebenso die Treppe und der Podest. Ich kann nun damit beginnen, die Innenwände endlich zu verputzen. Den Rest aus der bestellten Betonmenge habe ich zwischen die Borde und die zukünftige Terrasse einbringen lassen. Dieser Bereich sollte später verfüllt werden und bevor der Rest weggeschmissen wird oder irgendwo sonst landet, passt er mir hier sehr gut hinein. Das Fundament für das Gartenhäuschen ist ebenfalls abgedeckt worden und ich hoffe, dass ich hier in 3 bis 4 Tagen bereits damit beginnen kann, das Gartenhaus aufzubauen. Das Fundament wird dann zwar noch nicht ausgetrocknet sein, aber es wird mich und das Gartenhaus tragen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auch den Bau der Gartenküche und die Fertigstellung meines Pools, dann abonniert meinen Kanal und ihr verpasst keines der folgenden Videos. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr gebt mir einen Daumen nach oben, ein Like. Ansonsten verbleibe ich wie immer an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!